Ich bin Uli Kronenberg und ich bin hier in der Nähe der Stadt Sélestat im Elsass. Das, was ihr dort seht, diese riesige Anlage, das ist die Hochkönigsburg. Dass diese Burg einmal für 3 Klassiker des Kinofilms große Bedeutung haben würde, hat Kaiser Wilhelm II. Mit Sicherheit nicht gedacht. Als er nämlich 1900 den Befehl gab, die riesige Burganlage von Hochkönigsburg wieder aufzubauen, plante er hier keine kaiserliche Residenz, sondern ein Museum des deutschen Rittertums und Mittelalters. Die restaurierte Burg sollte zudem ein Symbol der deutschen Herrschaft im Elsass werden. Im 12. Jahrhundert hatten die Hohenstaufer hier in 800 Metern Höhe diese Burg gebaut. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Anlage niedergebrannt. Von da an war Hochkönigsburg eine Ruine, die der Stadt Sélestat gehörte. 1899 schenkte die Stadt die Ruine Kaiser Wilhelm II. Und er ließ in 8 Jahren Restaurationsarbeiten die Burg so wiedererstehen, wie sie im 16. Jahrhundert ausgesehen hatte. Geleitet hat die Arbeiten Bodo Eppard. Dieser Experte für mittelalterliche Bauten restaurierte übrigens auch die Marksburg am Rhein und wurde später Leiter der Deutschen Burgengesellschaft, die heute noch auf der Marksburg ihren Sitz hat. 1908 wurde die Anlage eingeweiht. Der Kaiser, der die Hohenzollern als legitime Erben des Throns des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation sah, verwirklichte in Hochkönigsburg ein Symbol für diesen Machtanspruch. Dreimal spielte Hochkönigsburg in der Kinogeschichte eine Rolle. Die wohl bedeutendste war, als 1937 Jean Renoir hier Die große Illusion, La Grande Illusion, drehte. Der Film gilt als eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte. Jean Gabin, Pierre Fresnay und Erich von Stroheim spielten Hauptrollen in diesem Antikriegsfilm. Der Film spielt zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Es geht um ein deutsches Gefangenenlager, um Fluchtversuche, Ritterlichkeit, den Untergang des alten Adels und um die Freundschaft zwischen Kriegsgegnern. Im Vorhof der Burg ist die Stelle markiert, an der Jean Renoir die bekannteste Szene des Films drehte. Auf einer Treppe klettert Pierre Fresnay, eine Pfeife spielend, umher, um die deutschen Soldaten von einem Fluchtversuch seiner Kameraden abzulenken, und wird dabei erschossen. Ein weiteres Mal wird Hochkönigsburg Filmdrehort. Im Jahr 1956 dreht Jacques Becker hier Arsène Lupin, der Millionendieb. Robert Lamoureux spielt die Hauptrolle in dem Film. Einige der Szenen aus Arsène Lupin, der Millionendieb, wurden in den Räumen von Hochkönigsburg gedreht. Und noch ein weiteres Mal bekam die Burg eine Rolle in der Geschichte großer Kinofilme. Denn Hochkönigsburg diente in Teilen als optische Vorlage für die Zitadelle von Minas Tirith in Der Herr der Ringe. Als der kanadische Fantasy-Illustrator John Howe als Kreativdirektor in die künstlerische Leitung der Trilogie Herr der Ringe von Peter Jackson aufgenommen wird, besucht Howe, ein ehemaliger Schüler einer Kunstschule in Straßburg, Hochkönigsburg und holt sich hier die Inspiration zur Zeichnung der Zitadelle von Minas Tirith. Ohne seine zahlreichen Spaziergänge durch die Burg, so sagte Howe später, wäre die Architektur der Zitadelle eine andere geworden. Die Verzierungen von Minas Tirith, die Wendeltreppen, die Art, wie Licht in die Säle fällt, das alles nahm Howe aus Hochkönigsburg mit und ließ es in Minas Tirith wiedererstehen.
Das war's dann aus Hochkönigsburg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinne, tschüss.